Hi, ich möchte euch heute was über Powerbanks und die generelle Energie- und Stromversorgung während des Trackens erzählen. Möchte man unterwegs Energie haben, gibt es da drei Möglichkeiten, die man benutzen kann. Das erste wären eben die klassischen Powerbanks, von denen ich hier jetzt gleich erzählen möchte und die für mich auch die geeignetste Lösung momentan sind. Das zweite, was ich kurz vorstellen möchte, sind eben kleine Akkubatterien. Diese hier zum Beispiel 3000 Milliampere-Stunden. Möchte man davon Strom beziehen unterwegs, gehört dazu noch eine Art Kabel, was eben einen Kontakt hier oben und hier unten herstellt und das Ganze dann über USB-C und Micro-USB ausgeben kann. Diese Lösung war lange Zeit die leichteste. Mittlerweile gibt es aber Powerbanks, die noch eine höhere Energiedichte haben pro Gramm, also insgesamt mehr Energie für weniger Gewicht liefern. Und diese Lösung hatte für mich auch immer ein paar Nachteile. Es waren viele Einzelteile. Es war schwer, damit unterwegs etwas laden zu können. Manchmal ist der Kontakt verloren gegangen. Ja, die dritte Lösung, die es noch gibt, das sind solarbetriebene Powerbanks. Entweder hat man dann eine Powerbank, wo das Solarpanel oben drauf ist und man dann direkt davon Energie in die Powerbank speichern kann. Eine andere Möglichkeit sind aber diese großen Solarpanels, die dafür gedacht sind, die wirklich auslegen zu können oder sie eben mit diesen Karabinerhaken jetzt zum Beispiel außen am Rucksack befestigen zu können. Ja, der Nachteil ist da, die sind natürlich schwer und man braucht wirklich gute Sonneneinstrahlung. Möchte man die im Rucksack machen, muss natürlich die Sonne dann auch im richtigen Winkel stehen. Und meiner Erfahrung nach klappt das meistens wirklich nicht so gut, einen optimalen Sonnenwinkel unterwegs zu bekommen. Also es wäre wirklich eine Lösung, wenn man länger an seinem Lager bleibt, noch Tageslicht hat, dann kann man gut davon Strom gewinnen. Ja, durch das Gewicht würde ich aber trotzdem sagen, dass diese Lösung sich eher für längere Touren eignet, bei der man zumindest eine Woche nicht in der Zivilisation ist und eine Woche keinen Strom bekommt. Also eher was für längere Touren oder Expeditionen. Ja, deswegen sind für mich, wie gesagt, Powerbanks die beste Lösung momentan und die stelle ich jetzt einmal vor. Man benutzt beim Tracken hauptsächlich drei Größen. Die kleinste davon hat ungefähr die Größe und wiegen zwischen 60 und 80 Gramm. Dieses Modell hier ist jetzt relativ alt, hat nur eine Leistung von 2500 Milliampere-Stunden. Mittlerweile gibt es die aber auch zwischen 5 und 6700. Die eignen sich vor allem für sehr kurze Touren, mal einen Wochenendtrip. Manche Leute verwenden die aber auch auf längeren. Ich persönlich nehme lieber ein bisschen mehr mit. Mir war das in der Vergangenheit immer ein bisschen zu wenig. Moderne Smartphones kann man da ungefähr zweimal mit laden. Da ist aber noch keine Kopflampe drin oder vielleicht andere Geräte wie GPS-Navigationssysteme. Ja, die mittlere Größe, und das ist auch das, was die meisten Leute benutzen, sind 10.000 Milliampere-Stunden. Hier mal ein Modell, was auch gleichzeitig das momentane Topmodell in dieser Kategorie ist. Das ist die Nitecore NB 10.000 und von allen Lösungen ist das auch momentan die leichteste, aber auch eine sehr teure, die kostet 60 Euro, hat aber bei 10.000 Milliampere-Stunden in dem Fall nur 152 Gramm. Dazu erzähle ich gleich noch etwas. Die dritte Lösung sind Powerbanks, die 20.000 oder 21.000 haben auch manche haben. Hat man wirklich hohen Energiebedarf, viele kleine Geräte oder ist sich am Anfang vielleicht nicht unsicher, ob man mit so wenig Strom auch auskommt, dann kann man auch dazu greifen, eben solche großen mitzunehmen. Ist auch ein älteres Modell hier von Raw Power, was jetzt in dem Fall sehr viel wiegt, 476. Moderne Powerbanks, die aber auch gar nicht so teuer sind, haben um die 320, 330 Gramm. Da gibt es zum Beispiel das Modell von Silicon Power, auch mit Quick Charge 3 und PD-Format. Kostet nur 25 Euro und wäre eine gute Budget-Option für den Einstieg. Ja, nochmal generell, was ist denn so bei einer Powerbank überhaupt wichtig? Zum einen, wir wollen sie ja draußen verwenden, sollte sie auf jeden Fall robust sein und auch wasserdicht. Und da gibt es dann verschiedene Zertifikationen, die eine Powerbank haben kann. Zum Beispiel die von Nitecore hat den IPX5-Standard. Das heißt, sie ist auf jeden Fall spritzwassergeschützt, sogar auch noch ein bisschen mehr, also druckstrahlgeschützt. Man kann sie allerdings nicht unter Wasser verwenden. Also das sollte man dann schon beachten, dass sie nicht irgendwie eine Pfütze rumliegt. Ist aber mehr als ausreichend für den Outdoor-Betrieb.
Dann, was für das Ultralight-Tracking natürlich am wichtigsten ist, ist die Mischung aus Kapazität und Gewicht. Und wie gesagt, die Königsklasse hat hier 151 Gramm bei 10.000 Milliampere-Stunden. Möchte man da in der Klasse ein bisschen Geld sparen, gibt es so Modelle von Anker, die auch 10.000 Milliampere-Stunden haben, nur etwa 20 Euro kosten, dafür aber nicht 150 Gramm wiegen, sondern 180 Gramm. Für den Einstieg sicherlich die bessere Option, als 60 Euro auszugeben. Der dritte Punkt ist die Ladegeschwindigkeiten der Powerbanks. Und moderne sollten zumindest über das Quick Charge 3.0 Format verfügen. Das ist auch immer markiert mit diesem Logo, was man zum Beispiel auf diesem Ladestecker hier sieht. Man lädt dann schon relativ schnell bei 18 Watt und ja, so kann man dann eben bei kurzen Stops die Powerbank schnell laden oder auch schnell mal seine Geräte aufladen. Das noch moderne und bessere Format nennt sich Power Delivery, kurz PD, und das kann sogar bis zu 100 Watt laden, was meistens bei den Powerbanks nicht erreicht wird, weil das auch zum Beispiel bei Notebooks verwendet wird. Aber es gibt Modelle, wo das schon mit 36 Watt möglich ist. Wichtig da zu wissen ist, dass das Ganze nicht mehr über den normalen USB-Port läuft, sondern nur noch USB-C unterstützt. Ja, und das letzte Wichtige, finde ich, sind eben die Anschlusstypen. Nochmal als Beispiel die von Nightcore, die hat jetzt eben einen USB-C Ein- und Ausgang über den Post-Delivery-Standard, wo ich die eben gleichzeitig laden kann, aber auch Geräte anschließen kann, und eine normale USB-Schnittstelle, die nur als Output dient. Und wichtig ist, dass eine Powerbank noch gleichzeitig, während sie aufgeladen wird, ein anderes Gerät aufladen kann. Das Ganze nennt sich dann Pass-Through und erspart natürlich dann die Mitnahme von mehreren Steckern oder mehreren Kabeln. Und habe ich irgendwo nur eine Steckdose zur Verfügung, kann ich die dann auch für 2 Geräte nutzen. Und da kommen wir auch mal zu den Steckern, die man dazu benutzen kann. Das ist zum Beispiel ein relativ leichter Stecker für seine Größe, der über den Quick Charge 3 Standard verfügt. Hier gibt es dann mehrere Anschlüsse. 2 würden für die meisten reichen, vielleicht auch 3, dieser hat 4. Vorteil ist natürlich, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig von einer Steckdose aufladen, dadurch aber ein bisschen schwerer. Habe ich eine Powerbank, die Pass-Through verfügt, kann ich auch einen Stecker nehmen, der eben nur einen Output hat. Der ist sehr, sehr klein und leicht, der wiegt nur 37 Gramm hier, hat nur einen USB-C-Ausgang, auch über den PD-Standard. Und so könnte ich dann eben zum Beispiel eine Powerbank mit einem ganz normalen USB-C-Kabel aufladen und dann eben gleichzeitig noch mit einem anderen Kabel zum Beispiel mein Smartphone oder meine Kopflampe eben anschließen. Ja, deswegen benutze ich auch neben dem normalen USB-C-Kabel, was jetzt hier 30 cm lang ist. Die gibt es auch noch ein bisschen kürzer. Ich glaube, ich hatte mal eins mit 21 cm, ist aber wirklich dann nur 1-2 Gramm leichter und war mir auch teilweise zu kurz. Viele Steckdosen sind nur kurz über dem Boden. Und möchte ich da meine Powerbank anschließen, möchte ich vielleicht nicht, dass die da so doof rumhängt, sondern auch auf dem Boden liegt. Deswegen benutze ich gerade das. Und daneben habe ich eben noch ein 2-in-1-Kabel, was sogar noch ein bisschen kürzer ist. Das hat zum einen dann auch USB-C, damit ich zum Beispiel mein Smartphone laden kann. Aber ich kann auch die Kappe abmachen und habe darunter einen Micro-USB-Eingang. Und damit ist es mir möglich, dann auch andere Geräte, wie zum Beispiel meine Kopflampe, zu laden. Sehr praktisch, ohne dann noch mehr Kabel mitnehmen zu müssen. Das Ganze gibt es natürlich auch in der iPhone-Variante mit einem Lightning-Adapter. Darunter ist dann auch ganz normal Micro-USB. Noch ein kleiner Tipp von mir, hat man eben eine Smartwatch dabei. Ich habe zum Beispiel die Samsung Gear S3 hier, die sehr praktisch ist, weil man zum Beispiel eine Karten-App darauf laden kann und über die Smartwatch eben die Karte und seine aktuelle Route abrufen kann und die viel, viel weniger Energie braucht als eben als Smartphone. Mit einer Akkuladung kommt man 2 bis 3 Tage aus und das sind wirklich, ich weiß gar nicht, wie groß die Kapazität hier ist, aber das sind zwischen 300 und 500 Milliampere-Stunden, würde ich nur sagen. Also man kommt da viel, viel energieeffizienter weg, als wenn man die ganze Zeit auf sein Smartphone eben guckt, um zu navigieren. Allerdings braucht man, um diese Uhren zu laden, immer so ein kleines Gerät, die auch nicht gerade leicht sind. Dies hier wiegt 42 Gramm.
Als Tipp von mir kann man sich das sparen, wenn man eben ein modernes Smartphone benutzt, was ich gerade nicht zeigen kann, weil ich damit auch filme, wie zum Beispiel das Galaxy S20, was eben auch die Möglichkeit hat, andere Geräte wireless aufzuladen. Das heißt, ich kann im Prinzip meine Powerbank an den Strom anschließen, ein zweites Kabel auf mein Handy machen und dann noch die Powerbank einfach auf die Rückseite des Smartphones legen und somit die Uhr dann auch noch aufladen. Ja, um das Ganze dann auch gut zu verstauen, bieten sich zum Beispiel diese kleinen Noax-Bags an, Noax-Beutel. Die sind komplett wasserdicht, könnten auch theoretisch unter Wasser verwendet werden. Sind auch ziemlich leicht, gerade in dieser kleinen Größe, 8 Gramm, also unwesentlich schwerer als ein Ziploc-Beutel. Und ja, da passt im Prinzip auch alles, was man so braucht, relativ gut dann rein. Meistens habe ich die Powerbank da drin, meine beiden Kabel, sogar noch meine Kopflampe, die ich jetzt hier nicht liegen habe. Ja, und das Ganze ist dann eben super geschützt. Ja, zum Schluss nochmal meine konkreten Empfehlungen. Also die Königsklasse ist in jeder Kategorie natürlich die Nitecore NB 10000. Kostet 60 €, wiegt 151 Gramm. Eigentlich unschlagbar. Möchte man noch was Leichteres haben, dann muss man auch eine kleinere Größe nehmen. Und da wird sich die Anker PowerCore 2 empfehlen. Die hat 6700 mAh und ist schon für 20 oder 25 €, glaube ich, zu haben. In der großen Klasse, in der 20.000er Klasse, wäre natürlich auch dann zweimal die Nitecore am besten. Da das sehr viel Geld ist, bietet sich, wie gesagt, die von Silicon Power an. Den genauen Modellname weiß ich gerade gar nicht. Ich werde ihn unten verlinken. Kommt auch mit USB-C, mit QC3 und PD bei 324 Gramm für 25 €. Möchte man in der 10.000er Klasse noch ein bisschen Geld sparen, bietet sich entweder auch die Anker PowerCore eben in der 10.000er Größe an, die bei 180 Gramm für 20 € oder 25 € auch liegt. Es gibt noch einen anderen Hersteller, der nicht so bekannt ist wie Anker, TNTOR. Ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Ist noch ein bisschen leichter, nämlich 5 Gramm, also 175 Gramm und kostet momentan 26 €. Möchte man sich auch keinen extra speziellen Stecker kaufen, die kosten nämlich teilweise schon mal bis zu 10 €, kann man natürlich auch sein ganz normales Smartphone-Gerät nehmen. Die von iPhone sind meistens am leichtesten. Kann natürlich nicht ganz so schnell aufladen. Ja, ich hoffe, ich konnte in dem Video einen grundlegenden Einblick über die Tracking-Stromversorgung liefern und über verschiedene Powerbank-Modelle. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert.